So, heute stelle ich wieder mal eine Fotokamera aus der analogen Zeit vor. Es handelt sich hier um die Voigtländer Vitessa 133 und zwar in der Variante 2. Die ist 1954 auf den Markt gekommen. Sie hat einige Besonderheiten, die sie doch von vergleichbaren Kameras absetzt. Ich zeige mal, woran das unter anderem auch liegt. Schiebe das mal hier nach hinten und nehme mal eine andere Kamera aus der analogen Zeit, nämlich die Leica 3G, und die wird aufgezogen oder der Film weiter transportiert, indem man hier oben mit diesem Rad den Film weiter transportiert und auch gleichzeitig den Verschluss vorspannt. Man kann jetzt damit dann fotografieren, indem man hier auf den Auslöser drückt. Also der Film wird transportiert durch diesen Drehknopf. Dann nehme ich mal eine weitere Kamera aus der analogen Zeit. Das ist hier eine Minolta Hi-Matic G. Auch eine Kleinbildkamera ist, genauso wie das ist auch eine Kleinbildkamera und die Leica ebenfalls. So, und hier wird der Film weiter transportiert, indem man hier diesen Hebel umlegt. Achso, ich muss erstmal auslösen. So, und jetzt kann ich den Hebel umlegen und dann wird der Verschluss gespannt und der Film ein Bild weiter transportiert. So, und nun wieder zurück zur Vitessa. Bei der Vitessa ist das etwas anders. Diese Kamera gehört zu der Generation, wo die Objektiveinheit in der Ruheposition eingefahren ist. Wenn ich jetzt fotografieren möchte, muss ich zweierlei tun. Ich muss einmal hier auf diesen Knopf drücken, dann kommt hier so eine lange Säule raus und ich muss gleichzeitig einmal auf den Auslöser drücken, dann wird jetzt hier die Objektiveinheit nach vorne rausspringen. So, zack, da ist sie. Man sieht hier auch, da ist der Balken zu erkennen. Ich hoffe, das sieht man so einigermaßen. Ja. Und wenn ich jetzt den Film transportieren will, dann mache ich das mit diesem Hebel. Ich drücke hier rauf. So, und dann ist der Film weiter transportiert und auch aufnahmebereit, weil auch der Verschluss nachgespannt ist. Hier ist der Auslöser. Ich drücke jetzt einfach mal hier rauf. So, da hat die Kamera jetzt ausgelöst. Und wenn ich jetzt ein weiteres Foto machen will, drücke ich hier wieder diesen Schieber runter und dann ist die Kamera bereit für die nächste Aufnahme. Das ist sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal, hier dieser lange Schieber. Das haben andere Kameras so in der Form nicht. Jo, dann gehen wir mal zu der Kamera im Detail über. Wenn ich sie mir von vorne ansehe, dann ist hier vorne das Objektiv. Hier ist jetzt ein Colar Scopar 1:2,8 mit 50 mm Brennweite eingesetzt. Kommen wir zu einer weiteren Eigenschaft dieser Kamera, nämlich hier dieser Bereich. Das ist ein Selenbelichtungsmesser. Dazu muss man sagen, hier wurde die Belichtungsmessung manuell vorgenommen, aber die Erleichterung war eben, dass man einen Wert angezeigt bekam, nachdem man dann die Belichtung einstellen konnte. Diese Selenbelichtungsmesser benötigten keine extra Spannungsquelle, sondern erzeugten das Licht durch den Halbleitereffekt selbst, also eigentlich eine praktische Sache. Dann hat die Kamera als weitere Besonderheit ein Entfernungsmesser. Das ist erkennbar an diesem weiteren kleinen Fenster hier. Das ist das Sucherfenster und dieses Fenster Verbindung hier mit dem anderen bringt die Option, die Entfernung im Sucher einstellen zu können. Ich drehe das mal um. Hier ist der Sucher und ich habe jetzt hier hinten das Entfernungseinstellrad. Da kann ich dran drehen. So, und wenn ich mir das hier vorne ansehe, dann sehe ich die Entfernungseinstellung dort, die ich dann vornehmen kann.
Im Sucher werden zwei Teilbilder so zusammengeschoben, dass bei der richtigen Entfernung diese Bilder zur Deckung kommen. Da sind wir, wenn wir hier oben schon gucken, gleich beim nächsten Punkt. Das hier ist der Belichtungsmesserteil. Hier ist eine Einstellskala. Man kann hier in Abhängigkeit der ASA-Zahl oder DIN-Zahl des verwendeten Films kann man hier eben entsprechend die Skala einstellen. So, und anschließend, wenn Licht einfällt, zeigt dieser Zeiger hier, ich versuche das mal ein bisschen dichter ranzukommen, ob man sieht, Augenblick mal. Ja, man sieht, dass der kleine Zeiger sich bewegt. Danach liest man dann den nötigen Wert ab und kann als letzte Maßnahme hier vorne den Lichtwert einstellen. Ich gucke, ob man das hier sehen kann, nämlich an der Stelle sind die Lichtwerte. Das ist in den 50er Jahren eine moderne Variante der Belichtungsmessung gewesen, weil die Lichtwertmessung Zeit und Blende bei der Einstellung fest verkoppelt, so dass man, wenn man die Blende verstellt, gleichzeitig auch die Verschlusszeit verändert, um immer den gleichen Bildeindruck hervorzurufen. Ja, damit ist die Kamera vom Prinzip vorgestellt. Es gibt noch einen Selbstauslöser, den man einstellen kann, um, wenn man selbst mit aufs Bild will, eben eine Vorwahlzeit starten kann, nachdem erst die Kamera den Verschluss auslöst. Hier unten ist ein kleines Hebelchen, der ist dafür da, dass man die Kamera, wenn man sie auf den Tisch stellt, nicht nach vorne kippt. Ich nehme die mal weg und wenn ich die jetzt hinstelle, fällt sie nach vorne. Hier vorne ist das Bildzählwerk, da kann man dann erkennen, wie viele Bilder noch zur Verfügung stehen. Dieser kleine Teil hier ist der Synchronkontakt, um Blitzaufnahmen machen zu können. Der Blitz wurde hier oben reingeschoben. So, dann drehen wir das mal um. Ich mache mal den Hebel hier wieder runter und die Kamera wird jetzt mal geöffnet. Das ist der Öffnungsteil, das ist die Rückkurbel. Wenn der Film zu Ende belichtet ist, kann man mit dieser Kurbel, die kann ich hier rausnehmen, kann man dann den Film zurück in die Patrone wickeln. So, ich mache das mal hier auf und versuche jetzt die Kamera zu öffnen. Dann kann man hier sehen, dass hier ein Film eingelegt ist. Es ist natürlich jetzt hier nur ein Demonstrationsfilm, der wird nicht zur Belichtung verwendet, weil er schon durch den Lichteinfall jetzt hier unbrauchbar geworden ist. Ja, so sieht es aus. Der Film wird von hier nach da drüben rüber transportiert. Hier sind die Zahnräder, die den Transport vornehmen. Schaut man hier nach hinten in die Rückwand rein, mache ich auch mal. So, dann sieht man hier die Filmandruckplatte, damit der Film schön plan liegt und man gute, stabile Aufnahmen machen kann. Ja, damit ist die Kamera vorgestellt. Sicher habe ich irgendwas vergessen, aber eigentlich denke ich, ich habe alles Wesentliche bei der Kamera gezeigt. Also, das Entscheidende bei der Kamera ist dieser Hebel hier, der eben eine andere Art und Weise des Filmtransports darstellt und in den 1950er Jahren schon bemerkenswert war. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Man kann sogar bei mir den Gefällt mir Knopf drücken, ne? Und ich habe auch ein Forum, das heißt Blende- und Zeitforum, zeige ich gleich hier nochmal den Link. Da gibt es viele Informationen zu analogen und digitalen Kameras der Vergangenheit und auch der Gegenwart.